Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute bei einem neuen Dreh über einen Mercedes 560 SL in einem ganz besonders guten Zustand. Hier ist das Auto. Also erstmal finde ich, dass er eine ganz tolle Farbkonstellation hat. Das ist dieses Weinrot Metallic mit einem dunkelbraunen Stoffdach, was sehr, sehr selten ist, was den Wagen aber sehr, sehr edel macht. Und er hat, wenn er mal reinguckt, innen das cognacfarbene Originalleder. Ich habe den Wagen vor ein paar Jahren in Belgien besorgt aus einer Sammlung, habe den dann weiterverkauft nach Garmisch-Partenkirchen. Der wird jetzt aus gesundheitlichen Gründen leider abgegeben, aber die etwas älteren Herrschaften, denen das Auto bis jetzt gehört, die haben sehr viel investiert in dieses Auto. Das heißt, das ist ein richtig gutes Auto. Ich weiß, dass die 560er sind ja nur nach Amerika geliefert worden, manchmal etwas weniger wert sind oder manche Leute sagen, na, ich möchte lieber einen Deutschen haben. Aber der Vorteil bei so einem Wagen ist, wenn der wirklich auf europäischen Standard umgerüstet ist, dass er wie ein europäisches Auto ist, dass er aber oft keinen Rostbefall hat. Also dieser Wagen hier ist seinerzeit ausgeliefert worden nach Kalifornien und war seit Beginn an in bester Pflege, im besten Zustand. Das kann man von dem Auto hier wirklich sagen. Es ist alles dokumentiert. Der Wagen ist ja 1986 geboren, also seitdem gibt es das Auto, da ist er produziert worden. Und er hat bis heute belegbare, originale 73.000 Kilometer gelaufen. Und das ist für so eine 5,6 Liter Maschine nicht viel. Also fliegt mal was zur Technik. Er hat 5,6 Liter Hubraum, das ist ein 560 SL, läuft ungefähr 230 Stundenkilometer Spitze. Die fährt man ja aber in der Regel nicht. Und hat 230 PS, das sagte ich eben gerade schon. Verbrauch von so einem Auto, ich sag mal, liegt so um 14, 15, 16 Liter. Wie gesagt, das Besondere hier an dem Wagen ist, dass er wirklich einen sehr, sehr schönen Zustand hat. Der ist immer gepflegt, immer gewartet. Es ist alles gemacht worden. Ich werde mich jetzt mal in das Auto hineinsetzen. Ich öffne euch mal den Motorraum. Ich zeige euch das mal, wie schön der auch von unten aussieht. Hier vorne links ist der Hebel, um die Haube zu öffnen. Ich habe von diesen Autos übrigens in den 20er Jahren mehrere selber gefahren. Der Griff zum Öffnen für die Haube ist hier unten. Und schaut euch das mal an. Das ist der Pflegezustand. Also der Wagen ist außen wie innen wirklich sehr, sehr sauber. 73.000 Liter sind für diese 8-Zylinder-Maschine, 73.000 Kilometer sind für diese 8-Zylinder-Maschine wirklich nicht viel. Und SSK Carfax liegt vor, es liegt alles vor, was die gesamte Historie belegt. Total gepflegtes Auto, ihr könnt euch da reinsetzen, in Urlaub fahren. Ihr kommt mit Sicherheit an. Die Herrschaften haben dieses Auto auch hierher 150 Kilometer auf Achse gebracht. Die waren sehr traurig, dass sie ihn dann abgegeben haben. Aber es ist wirklich ein schöner Wagen. Und was ich besonders schön finde, dass er dieses dunkelbraun hat innen. Das macht den Wagen unglaublich schick. Mit dem cognacfarbenen Leder, mit dem schokoladenbraunen, originalen Sonnenlandverdeck obendrauf. Und dann eben dieses Weinrot, ich glaube, das heißt Almandinrot Metallic. Kann das sein? Paillettrot. Nee, Entschuldigung. Ja, die Farbe heißt Paillettrot Metallic. Genau, Almandin ist ein bisschen heller. Schaut euch den Wagen an. Also er hat, ist ja Baujahr 86, die sogenannten Kanaldeckel, sagt man zu diesen Felgen. Die alten Fuchsfelgen sahen ja anders aus. Er hat nur an einer kleinen Stelle eine Nachlackierung. Ansonsten ist der Wagen völlig im ersten Lack. Wir haben das auch durchgemessen. Ja, ist wirklich ein schicker Wagen. Also man sieht auch nicht, dass der aus den USA kommt. Wie gesagt, der ist modifiziert worden. Unfallfrei ist das Auto auch. Das kann man alles belegen. Ich setze mich jetzt mal hinein. Also, wunderschönes, originales Leder, immer noch in einem guten Zustand. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Auto höchstwahrscheinlich immer in einer klimatisierten Garage verbracht hat und auch sonst sehr wenig offen gefahren hat. Schaut mal hier, das ist alles in einem hervorragenden Zustand. Hier sind Scheckheft, also es ist alles vorhanden, was man braucht. Betriebsanleitung, Scheckheft, das ist alles vorhanden bei dem Auto. Das sind die Metallhebelchen. Die steckt man hier oben hinein, wenn man das Verdach öffnen will. Einer links, einer rechts, macht dann so, dann geht das Dach auf. Hier hat er einen beleuchteten Spiegel. Dann hat er hier vorne das Thermometer drin. Jetzt Moment, das tue ich auch noch wieder hinein. Hier hat er das Thermometer hier vorne drin. Das haben spätere Autos nur gehabt. Hier ist die Beleuchtung, hier ist die heizbare Heckscheibe fürs Hardtop. Das Auto hat ein Hardtop, also ein zweites Dach. Hier ist die Air Condition, die Klimaanlage, ist die modernste, auch die es seinerzeit gab, die mit den Tasten. Da ist die Automatik, Parken, rückwärts, Leerlauf, D und die beiden Gänge. Hier hat er zwei elektrische Fensterheber, Alarmanlage und elektrischer Außenspiegel. Hier vorne könnt ihr natürlich den original amerikanischen Meilentacho sehen.
Der geht in Deutschland bis 270 Kilometer, bei Meilen etwas über 160. Und er hat an Meilen jetzt 45.980 gelaufen. Das sind 73.000 Kilometer. Was er hier vorne noch hat, ist ein Tempomat. Und über was er auch schon verfügt, ist damals das moderne Airbag-System. Hier vorne könnt ihr das sehen, das hat der Wagen auch. Also er ist wirklich gepflegt, das ist egal, wo man guckt, hier ist nichts kaputt, das Holz ist nicht verblichen, das Holz ist nicht gerissen, das ist alles in einem einwandfreien, wirklich guten Zustand. Und was mich am meisten überzeugt, sind diese wunderschönen originalen Ledersitze hier. Was der Eigentümer hat machen lassen für einen Haufen Geld, sind original neue Teppichböden, da haben wir die Rechnung für. Er hat sowieso die letzten Monate für 12.000 € nochmal Geld in den Wagen gesteckt. Also das ist richtig viel. Was wichtig ist, wenn diese SL oft in die 3. oder 4. Hand kommen, werden sie oft nicht mehr gepflegt. Und ich kenne eine ganze Menge runtergerittene Autos, die wir gar nicht hier reinnehmen. Also wenn wir einen 107er haben, das ist ja die Baureihe 107, dann ist der wirklich in einem guten Zustand. Und das Auto ist in einem guten Zustand. Und der Wagen kostet auch nur knapp unter 50.000 €. Also dafür erhaltet ihr sehr viel Auto für einen wirklich guten Preis. Das Auto ist nicht viel, wie gesagt. Also ihr erhaltet viel, also Unsinn, ihr erhaltet viel Auto für verhältnismäßig wenig Geld. So, jetzt ich starte euch einfach mal. Hört euch das mal an, wie ein 8-Zylinder läuft. Springt schlagartig an. Die Tür muss natürlich zugemacht werden, sonst piept der. Das ist in Amerika so. So, weg ist das. Er hat 2 elektrische Außenspiegel. Hat Kopfstützen, also er hat das gesamte Equipment, genau genommen kann man sagen, der Wagen hat Vollausstattung. Was er natürlich nicht hat, ist Sitzheizung, weil ein Auto, was in Kalifornien fährt, das braucht keine Sitzheizung. Das könnte man hierbei nachrüsten, wenn man es dann haben will. Aber wichtig, es ist alles sehr, sehr gepflegt an dem Auto, sehr ordentlich. Ich mache immer wieder aus. Also ist wirklich ein schöner Wagen. Ein richtig tolles Auto. Und wenn man sich überlegt, die 107er sind ja sehr, sehr gesucht, wenn sie im guten Zustand sind. Dann ist das ein Auto, was auch sehr, sehr wertstabil ist. Also es sind viele davon produziert worden, insgesamt über 200.000 Exemplare überhaupt vom W107. Ich meine, zur Geschichte, die sind gebaut worden ab 1971 im 350 SL, dann kam der 280 und der 450 SL dazu, später dann der 560er nach Amerika und dann noch der 380, 420 und 500 SL für Deutschland als 8-Zylinder. Das hier ist ein 8-Zylinder-Motor, aber schaut euch das mal an. Verdeck ist wie neu, der Lack ist wunderschön. Jetzt schauen wir mal hier rein. Da müssten noch die originalen Aufkleber drin sein, die sind da drin. Seht ihr das hier vorne? Also auch das ist hier alles original an dem Auto. So gehört so ein Auto und ist wirklich in einem guten Zustand. Was übrigens nicht jeder SL hatte, das waren die Kindersitze. Ich zeige euch das mal. Ich mache das mal auf. Schaut mal hier, das waren extra Kindersitze. Also es konnte sich zumindest ein Erwachsener quersitzen oder 2 Kinder hinten, wenn man das nach vorne geschoben hat. Das hat der Wagen als Sonderausstattung. Und was ich euch auch noch mal zeigen möchte, das ist ein Blick hinten in den Kofferraum. Denn für 2 Personen konnte man immer eine gute Reise machen. Schaut euch das mal an, das ist neu. Das habe ich ja gesagt, das ist alles neu gemacht worden. Sowas bleicht ja manchmal aus, über 30 Jahre. Das Auto ist ja 35 Jahre alt mittlerweile. Hier ein Blick hier unten rein, da ist noch ein neuer Reifen drauf. Das ist alles in einem vorzüglichen Zustand. Also so präsentiert sich so ein Auto wirklich gut. Ich sag mal, da weiß man, was man hat. Da sind die Aufkleber auch noch alle drauf. Das ist ein richtig schöner 107er. Also ein Auto, was man wirklich mit einem guten Gewissen kaufen kann. Kann ich euch wirklich empfehlen. Ein ganz gepflegtes Auto. Also wer einen günstigen Oldtimer haben möchte, der dazu noch farblich äußerst schick gestaltet ist, das ist hier unser 560 SL. Der steht jetzt hier in unserem Geschäft in Rosenheim. Jederzeit zu besichtigen. Wer das Auto kauft, reinsetzen, losfahren. Ohne Probleme, ist Checkheft geschickt. Wartungen sind alle gemacht worden. Tja, das ist wirklich ein schöner Wagen. Ein rundherum gutes Auto, meine Empfehlung. Ja, liebe Freunde, das war ein etwas kürzerer Dreh heute mal. Wir haben das einfach nicht geschafft, rauszufahren. Wir haben die Tage so viele Autos bekommen. Da schaffen wir teilweise nur solche kurzen Anmoderationen, aber ich glaube, wir haben euch alles gezeigt. Wenn ihr weitere Fragen habt, ruft mich gerne an. Cargold Rosenheim 08036 und dann die 7004. Ansonsten wünsche ich euch in der Saison jetzt viel Spaß. Besucht mich. Alles Gute, bleibt gesund. Euer Stefan Luftschütz. Ciao.